Herzlich willkommen bei Franconian and Western, heute mit einem Decoder-Einbau in eine Aussition C44 ACI. Um das Gehäuse zu öffnen, müssen zunächst 6 Schrauben gelöst werden, 3 an jedem Ende der Lok. 2 der 6 Schrauben sind für die Kupplungen. Hier muss auch die komplette Kupplungsbox entfernt werden, damit man später das Gehäuse abnehmen kann. Beim Abnehmen des Gehäuses vorhängen auf die beiden Lufthussen am Ende aufpassen, diese brechen sehr leicht ab. Das Gehäuse wird jetzt noch von insgesamt 8 Rastnasen gehalten, die gleichmäßig über die gesamte Loklänge auf beiden Seiten verteilt sind, also je 4 auf einer Seite. Diese hebelt man am besten leicht auf, damit man anschließend das Gehäuse abziehen kann. Auch hier wieder aufpassen, denn von der Decoderplatine gehen Kabel oben ins Lokgehäuse für die Beleuchtung. Als nächstes gilt es, die analoge Steckerbrücke vorsichtig zu lösen und dann nach oben abzuziehen. Dabei aufpassen, dass man keinen der Pins auf der Platine verbiegt. Es folgt ein erstes vorsichtiges Einpassen des Decoders, dabei auf den toten Pin achten, damit man den Decoder auch richtig herum einsetzt, aber primär geht es nun zunächst um das Ablängen der Kabel für den zweiten Lautsprecher. Als Lautsprecher kommen 2 ESO 50325 zum Einsatz. Die haben 8 Ohm, durch die Parallelschaltung ergeben sich 4 Ohm, die die Endstufe des Decoders haben möchte. Also Decoder wieder raus, die Kabel vorbereiten, den Lötkolben anheizen und zunächst mal den mitgelieferten runden Lautsprecher vom Decoder ablöten und entsorgen. Jetzt die beiden neuen Lautsprecher an den Decoder löten und zwar parallel, damit wir wie gesagt am Ende auf 4 Ohm kommen. Plus- und Minusmarkierungen sind auf den ESO-Lautsprechern dankenswerterweise vorhanden. Erster Check, ob wir alles richtig gemacht haben. Wir setzen den Decoder wieder ein, stellen die Lok auf den Rollenprüfstand und prüfen zunächst die Licht- und Soundfunktionen. Um zu prüfen, ob auch wirklich beide Lautsprecher Sound abgeben, kann man ein Stück Papier nehmen und die Vibration spürt man dann am Papier, wenn der Lautsprecher funktioniert. Wenn alles passt, geht's ans Zusammenbauen. Die Lautsprecher passen genau in die beiden Aufnahmen der Lok und halten an den entsprechenden Zapfen. Lediglich am vorderen Teil der Lok etwas aufpassen. Die Platine für den Decoder ist dort sehr nahe am Lautsprechergehäuse. Hier kann man sich schnell mal ein Kabel einquetschen. Unter dem Lautsprecher bleibt auch noch genug Platz für die Kabel, die schon zur Beleuchtung und zur Stromabnahme nach vorne führen. Wenn die Kabel für die Lautsprecher etwas zu lang sind, kann man sie ordentlich aufrollen und mit etwas Tesa fixieren. Anschließend geht es nochmal auf den Rollenprüfstand, um zu überprüfen, ob auch noch alles funktioniert und weil das Universalgeräusch von ESU so schön ist. Jetzt bauen wir die Lok wieder zusammen, wobei der kniffligste Teil hier an den Türen hinter der Fahrerkabine ist. Dort klemmt es gern mal ein bisschen und man muss das Gehäuse leicht aufspreizen, damit es sauber wieder aufs Chassis rutscht. Und da das ESU-Universalgeräusch auf Dauer dann doch etwas eintönig ist, kommt die Lok jetzt an den Lok-Programmer und wird mit dem richtigen Sound bespielt. Der Soundfile kommt von DCC Sound. Mike von DCC Sound verschickt das auch gerne per E-Mail. Man muss dazu nur die Seriennummer des Decoders mitteilen und die PayPal-Rechnung zahlen. Alternativ kann man sich auch einen fertig bespielten Decoder direkt aus Australien schicken lassen. Der hat dann auch schon die beiden Lautsprecher entsprechend angelötet.
Für Leute, die gerne auf dem Zoll sind oder keinen Lokprogrammer haben, sicherlich eine Alternative. Loknummer vergeben, ein bisschen Eigenkosmetik betreiben und dann kann die Lok auch wieder zusammengeschraubt werden. Die etwas längeren Schrauben sind dabei für die beiden Kupplungen und bei den Kupplungen aufpassen, der Deckel passt nur in eine Richtung auf die Kupplungsbox und die längere der beiden Kupplungen muss ans vordere Ende der Lok. Fertig. Nachmachen natürlich wie immer auf eigene Gefahr. Ein ausführliches Porträt der Lok dann in Kürze.